Wie du deine finanziellen Probleme löst und Wohlstand erlangst. Deine Einstellung zum Geld hindert dich daran, wahre finanzielle Freiheit zu erreichen. Hier ist eine Lösung für dich. Viele Menschen unterschätzen den Einfluss von Geld auf unsere Einstellungen, Entscheidungen und Planungen. Wir haben Überzeugungen und Einstellungen zu allem, was in unserem Leben wichtig ist, einschließlich Politik, Religion, Krieg, Ehe und insbesondere Geld. Deine Einstellung zu Geld spiegelt wider, was Geld für dich bedeutet. Wie denkst du über Geld? Wie sehr beeinflusst es deine Lebensentscheidungen? Im Wesentlichen ist deine Einstellung zum Geld deine Perspektive auf das Geld und sie kann sich entweder negativ oder positiv auf dich auswirken. Glenn D. Wilson, einer der bekanntesten britischen Psychologen, sagte einmal: Geld ruft konditionierte emotionale Reaktionen hervor. Es ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, da es sich auf unsere Beziehungen, unsere Berufswahl, unsere Ausbildung, unsere Familie, unseren Ruhestand, unsere Spendenbereitschaft und vieles mehr auswirkt. Wie denkst du über Geld? Welche Gedanken oder Emotionen ruft das Konzept Geld bei dir hervor? Denk über die Rolle nach, die Geld in deiner Kindheit gespielt hat. Haben sich deine Eltern über Geld gestritten? Haben sie sich Sorgen um ihre Finanzen gemacht? Ertappst du dich heute dabei, dass du dich mit deinem Ehepartner oder deinen Kindern über Geld streitest? Es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen, um die eigene Einstellung zum Geld besser zu verstehen. Deine Erfahrungen aus der Vergangenheit haben großen Einfluss auf deine Einstellung und deine Gefühle gegenüber Geld. Viele Psychologen sind der Meinung, dass Einstellungen erlernte Verhaltensweisen sind, was darauf hindeutet, dass sie auch wieder verlernt werden können. Da sich unsere psychologische Verfassung erheblich auf unsere finanzielle Situation auswirkt, ist es wichtig, tief sitzende emotionale Faktoren anzusprechen, die ihren Fortschritt behindern könnten. Viele von uns neigen dazu, Geld eher emotional als realistisch und unemotional anzugehen. Wir haben oft Ängste in Bezug auf Geld, insbesondere wenn es um die Verwaltung und Investition in Bereichen wie dem Aktienmarkt geht. Indem wir eine gesündere Einstellung zu Geld pflegen, können wir auf unserem Weg zu finanziellem Erfolg und zur Vorbereitung auf den Ruhestand Fortschritte machen. Geduld, Ausdauer und Visionen sind Schlüsselfaktoren, die uns auf dem Weg zu wahrer finanzieller Freiheit leiten werden. Der Weg zu finanziellem Wohlstand erfordert die richtige Einstellung und Vision. Bevor du mit dem Investieren beginnst, ist es wichtig, deinen Zeithorizont und deine Risikotoleranz zu kennen. Indem du in finanzielles Wissen investierst, die Kontrolle über dein Vermögen auf der Grundlage deines Verständnisses übernimmst und finanzielle Intelligenz erlangst, kannst du deine Chancen auf finanziellen Erfolg erhöhen. Es geht nicht darum, einfach die Würfel zu werfen und auf das Beste zu hoffen. Der erste Schritt bei der Erstellung eines Finanzplans ist vergleichbar mit dem Bau eines Hauses. Man beginnt mit dem finanziellen Fundament, zu dem auch gehört, dass man für die Zukunft vorsorgt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man einen Teil seines Einkommens für langfristige Ersparnisse, monatliche Rechnungen und andere Ausgaben zur Seite legt. Ziel ist es, 10-15% des Bruttogehalts zu sparen und es in einen Sparplan oder ein Depot zu investieren. Dies wird sich zu einer positiven Gewohnheit entwickeln und kann zum Vermögensaufbau beitragen. Glaube mir, du wirst dich daran gewöhnen, ohne dieses Geld jeden Monat zu leben. Unabhängig von deinem Nettovermögen ist es wichtig, grundlegende Dokumente zur Nachlassplanung zu haben, zum Beispiel einen letzten Willen. Ein angemessener Versicherungsschutz ist ebenfalls wichtig, da er dazu beitragen kann, deine Verbindlichkeiten im Falle eines vorzeitigen Todes, einer Krankheit oder eines Unfalls zu decken. Wenn du für den Ruhestand sparst, Konsumschulden vermeidest und grundlegende Dokumente zur Nachlassplanung und zum allgemeinen Versicherungsschutz sowie ein finanzielles Rücklagenpolster von 3 bis 6 Monaten in Form eines Notgroschens einrichtest, hast du eine solide finanzielle Grundlage geschaffen. Es ist wichtig daran zu denken, dass viele Menschen diesen wichtigen Schritt auslassen und denken, wirtschaftlich gesehen läuft es gut. Ich möchte jetzt investieren, vielleicht ein paar Aktien kaufen und dann werde ich einen Teil meiner Schulden abbezahlen, während das Geld wächst. Das ist doch keine große Sache. Auf diese Weise geht man jedoch eine zusätzliche Verpflichtung ein. Anstatt die Mittel zur Schuldentilgung zu verwenden, investiert man das Geld in riskante Anlagen, auf die man keinen Einfluss hat.
Folglich ist das Geld, das zum Schuldenabbau hätte verwendet werden können, nun in Aktien gebunden, die aufgrund eines unerwarteten Rückgangs an den Kapitalmärkten an Wert verloren hätten. Um echte finanzielle Freiheit zu erreichen, sollte man das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Stattdessen sollte man sich eher wie die Schildkröte in der berühmten Geschichte von Die Schildkröte und der Hase verhalten. Gehe langsam und mit einer praktischen Strategie vor, minimiere die Emotionen und maximiere die Zeit und die Diversifizierung. Wenn du darüber nachdenkst, ist Geld eine Energiequelle sowie Treibstoff für dein Auto. Es ermöglicht dir, die Dinge zu tun, die du im Leben willst, und treibt dich im wörtlichen und übertragenen Sinne voran. Wir alle brauchen eine gute Menge an Energie, um unser Leben zu bestreiten. Körperliche Energie durch Schlaf, Nahrung und Wasser sowie geistige Energie durch Bildung, Informationen und Gespräche. Spirituelle Energie kommt aus sozioökonomischen Quellen, während wirtschaftliche Energie aus Geld und Investitionen stammt. Jeder Mensch ist bestrebt, über genügend wirtschaftliche Energie zu verfügen, um seinen gewünschten Lebensstil zu führen, ohne Schulden anzuhäufen, der Familie oder Freunden zur Last zu fallen oder kein Geld mehr zu haben. Trotz guter Vorsätze bei der Verwaltung der Finanzen neigen viele Menschen dazu, diese zu übersehen. Wenn es um finanzielle Freiheit geht, gibt es keine magische Lösung oder ein Patentrezept. Die Suche nach einer schnellen finanziellen Lösung ist wie die Suche nach El Dorado, der mythischen verlorenen Stadt aus Gold. Sie existiert einfach nicht. Um wahre finanzielle Freiheit zu erreichen, muss man ein Realist sein, der die Situation versteht, einen realistischen Plan aufstellt und ihn gewissenhaft verfolgt. Wenn Menschen verzweifelt sind, neigen sie leider dazu, noch mehr Hoffnung in die Suche nach einer Patentlösung zu setzen, die sie rettet. Dies führt oft zu selbstverschuldetem Schaden, da sie von einer schnellen Lösung zur nächsten springen. Anstatt nach einem Patentrezept zu suchen, sollten wir uns Folgendes vor Augen halten. Als du ein Baby warst, musstest du krabbeln, bevor du laufen konntest, und laufen, bevor du rennen konntest. Der Versuch, dies in einer anderen Reihenfolge zu tun, würde wahrscheinlich zu Stürzen und Verletzungen führen. Dasselbe Prinzip gilt für Geld, insbesondere in der heutigen, sich schnell verändernden Finanzwelt. Wenn du dich selbst überschätzt, hast du vielleicht das Gefühl, wenig Kontrolle zu haben. Ohne die richtige Einstellung zum Thema Geld könnte man das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben. Mangelnde Kontrolle führt oft zu Angst, da wir uns auf den schlimmsten Fall fixieren. Menschen neigen dazu, Fehler zu machen, wenn sie ängstlich sind und das Risiko eingehen, zu viel auf sich zu nehmen. Es gibt eine Strategie, um Geld zu verstehen, man muss defensiv und vorsichtig sein, was Fallstricke und Risiken angeht. Das Ziel ist es, in einer Komfortzone zu bleiben, in der sich das Geld im Laufe der Zeit vermehren und wachsen kann, ohne von jeglichem Trubel abgelenkt zu werden. Dieser Trubel kann Menschen lähmen, die nicht über das nötige Wissen oder die Instrumente verfügen, um die Situation und ihre langfristigen Auswirkungen zu analysieren und zu verstehen. Finanzielle Unabhängigkeit ist nicht nur ein Traum, sondern durchaus erreichbar, wenn du deine Sichtweise auf das Geld änderst. Ich hoffe, du hast heute wertvolle Einsichten gewonnen. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich würde mich über ein Abo und Daumen nach oben freuen. Hier ist noch ein weiteres Video, das dich bestimmt auch interessieren wird.